Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem wunderschönen neuen Real-Life-Opening. Wir öffnen heute ein weiteres Brawl-Deck und zwar Savage Hunger. Wir haben hier auch direkt schon mal unseren Commander vorne drauf und zwar Corvold Fae-Cursed King. Kostet ein grünes, ein rotes, ein schwarzes und 2 generische. Ist eine Legendary Creature, ein Dragon Noble, was ja auch eine relativ interessante Sache ist mit den Noble Archetype hier jetzt mit drin, aber eigentlich sind die Dragons hier interessanter. Flying whenever Corvold enters the battlefield or attacks, sacrifice another permanent. Whenever you sacrifice a permanent, put a 1/1 counter on Corvold and draw a card. Ziemlich coole Karte, ist auch gerade ein sehr, sehr beliebter Commander auf EDH-Rack. Das heißt also, wenn ihr euch was Lustiges bauen wollt und sagt, hey, Aristocrats sind so euer Ding, dann könnt ihr euch diese Karte gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Es gibt natürlich noch andere Alternativen. Man spielt ja Aristocrats eigentlich lustigerweise fast in jeder Farbe. Also weiß gibt es ja da auch ganz viel. Da spielt man ja auch Taser zum Beispiel noch mit drin. Jetzt muss ich erstmal versuchen, hier das Ganze rauszubekommen. So, wir haben natürlich hier dann wieder die typischen Sachen mit drin. Einmal hier irgendwelche Beschreibungen der einzelnen Decks. Könnt ihr euch mal ein bisschen genauer angucken, wenn ihr wollt. Gibt es, glaube ich, auch im Internet. Hier haben wir irgendwelche komischen anderen Sachen noch. Die packen wir weg. Dann natürlich das eigentliche Deck, wo das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber ich finde es irgendwie ziemlich uncool, dass die Karte ohne irgendwas einfach da direkt unter dieser Plastikhülle hier liegt. Also vom Plastiktechnischen her könnte sich hier Wizards noch ein bisschen was abschauen. Vielleicht ein bisschen weniger Plastik und ein bisschen mehr Pappe. Fände ich ganz cool eigentlich so an sich. Hier haben wir dann noch unser eigentliches Deck und natürlich nochmal mehr Plastik, das wir jetzt halt wahrscheinlich einfach wegwerfen werden. Oder dann später was ich später dann wegwerfen werde. So, Corvold kommt erstmal auf die Seite und wir schauen, was hier in diesem lustigen Päckchen drin ist, wenn ich es ordentlich aufkriege. So, jetzt haben wir das Ganze offen. Da ist natürlich noch ein bisschen mehr Plastik mit drin, wo ich aber sagen muss, das finde ich gut, dass die Karten hier nochmal extra eingepackt sind. Dann haben wir hier ein bisschen Pappe, kann man als Trenner benutzen, finde ich immer ganz angenehm. Dann haben wir noch mehr Pappe zum Trenner und einen Live-Counter. Super coole Sache, geht von 40 bis 22. What? Und von 20 dann runter. Okay, man muss ihn dann drehen. Das ist ein bisschen seltsam, aber okay. Also wir behalten uns erstmal im Hinterkopf, wir wollen viele Kreaturen sacrificen und unseren Corvold hier relativ stark machen, um den Gegner dann einfach mit ihm ins Gesicht zu rennen und ihn hart zu hitten. Dann öffnen wir jetzt hier mal noch diese wunderschöne Plastikverpackung und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Sache liebe ich ja, wenn ich Magic-Karten öffne oder so frisch verpackte. Die riechen halt immer, Puste riecht noch ein bisschen besser, aber die riechen ja auch schon nicht schlecht. Wir haben hier die Chittering Witch. Und ich muss jetzt sagen, ich muss mal ganz kurz mein Mauspad ein bisschen auf die Seite ziehen, weil mir das übelst in die Hand reindrückt. Für 4 Mana ist ein Human Warlock Archetype, liebe Leute. When Chittering Witch enters the battlefield, create a number of 1/1 Black-Red Creature Tokens equal to the number of opponents you have. Also sehr, sehr gut im Multiplayer. Und für 2 Mana Sacrifice a Creature. Target Creature gets -2/-2 until end of turn. Ich finde eine sehr, sehr starke Kreatur, einfach weil wir wirklich viele Ratten hier an den Start bringen können. Und zusätzlich noch, was echt eine richtig, richtig nice Sache ist, dass wir halt einfach noch ein Removal hier drauf haben für 2 schwarze Mana. Diese ganzen Kreaturen, die wir hier rausbringen, ist natürlich nicht schlecht, um dann auch Corvold zu füttern. Taste of Death für 6 Mana, 2 schwarze, 4 generische. Each player sacrifice 3 creatures. You create 3 food tokens. Thorn Mammoth, 7 Mana, 2 grüne, 5 generische. Trample when Thorn Mammoth enters or another creature enters the battlefield under your control. Thorn Mammoth, oh mein Gott. Da kriegt man so viel Speichel einfach im Mund, wenn man Thorn Mammoth die ganze Zeit sagt. Thorn Mammoth fights up to 1 target creature you control. Es ist 6/6er, also relativ stark. Dann haben wir noch den Gluttonous Troll für 4 Mana, grün, schwarz, 2 generische. Ist ein Troll mit Trampelschaden. When Gluttonous Troll enters the battlefield, create a number of food tokens equal to the number of opponents you have. Wir haben jetzt ein sehr, sehr Multiplayer-themed Deck, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Für ein grünes und ein generisches können wir dann auch noch Sacrifice Another Non-Land Permanent. Das heißt also, die ganzen Food Tokens können wir dann hier auch sacken.
Gluttonous Troll gets +2/+2 until end of turn und es sind 3/3. Finde ich eine relativ starke Sache, wenn ich ehrlich bin. Priest of the Forgotten Gods kennen wir natürlich. Sacrifice 2 other creatures, any number of target player each loses 2 life and sacrifice a creature. You add 2 black mana and draw a card. Sehr, sehr starke Karte, wird auch immer noch viel im Standard gespielt. Dreadhorde Invasion wollte ich unbedingt mal ein Deck drumherum bauen, habe ich irgendwie nie hingekriegt. 2 Mana, also aus zeitlichen Gründen nicht, weil ich zu dumm bin dafür. 2 Mana at the beginning of your upkeep. You lose 1 life and amass 1. Wenn ich weiß, was amass ist, put a 1/1 counter on an army you control. If you don't control one, create a 0/0 black zombie army. Create token first. Das heißt, wir packen einen 0/0 Black Zombie Army aufs Board, da packen wir einen 1/1er Counter drauf und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Whenever a Zombie Token you control with Power 6 or greater attacks, it gains lifelink until end of turn. Sehr, sehr schön hier auch an dieser Stelle, wir können dann einen solchen Dude auf dem Board lassen, den dann relativ fett machen, gerade 6/6, verlieren ja immer wieder ein Leben und dann einfach auf diesen 6. Zug angreifen oder auf dem 7. Zug dann angreifen und kriegen dann 7 Leben zurück pro Angriff durch unseren Lifelink, das hier diese Karte verspricht. Wir haben auch noch Krenko, Tin Street, Kingpin für 3 Mana. Whenever Krenko Tin Street Kingpin attacks, put a 1/1 counter on the Put a 1/1 counter on it, then create a number of 1/1 red goblin creature tokens equal to Krenkos Power. Sehr, sehr starke Karte, wie ich finde. Oh, wow, da ist eine Judith drin. Okay, Judith, der Scourge Diva. Für 3 Mana, ein rotes, ein schwarzes, ein generisches. Super geile Karte, finde ich, für einen Aristocrats-Deck. Also man kann wirklich aus ihr auch einen Aristocrats-Commander machen. Other creatures you control get +1/+0. When a non-token creature you control dies, Judith the Scourge Diva deals 1 damage to any target. Super strong, wir können damit ziemlich viel pingen und das wollen wir hier in diesem Deck auch machen. Dann haben wir hier einmal Find und Finality. Auch sehr, sehr starke Karte. Wir können sehr, sehr viele Kreaturen sacrificen in unseren Core Vault vorher und dann Find and Finality spielen oder besser gesagt Finality spielen, unseren Core Vault noch ein bisschen buffen, damit er auf jeden Fall überlebt und damit das Board dann wipen. Find bringt erstmal Return up to 2 target creature cards from your graveyard to your hand und Finality kostet dann 6 Mana. You may put 2 1/1 counters on a creature you control, then all creature gets -4/-4 until end of turn. Sehr starke Karte, wie ich finde, wird auch im Standard sehr, sehr gerne benutzt. Temple of Melody, super gute Karte. Wir scryen 1, lässt sich für 2 Farben tappen. Stomping Grounds ist noch eine bessere Karte, wie ich finde. Ist super geil, Shocklands hier zu haben. Doch, es ist ein Shockland. Ich muss immer erst überlegen, ist es Painland, ist es Shockland, aber Painland machen 1 Damage, Shocklands 2, wie Shock, logischerweise. Super gute Sache, also die kann man auf jeden Fall immer und überall spielen. Und jetzt kommen wir zu den Uncommons, Commons, Bake into a Pie. Für 4 Mana, 2 schwarze, 2 generische. Destroy target creature, create a food token. Wir wissen, Food Tokens sind bei uns relativ cool. Die können wir ganz gut nutzen. Deswegen ist es eine ganz nette Karte für dieses Deck. So Conrad the Grim haben wir auch schon in einem anderen Deck gesehen. Für 5 Mana, 2 schwarze, 3 generische. Whenever another creature dies or a creature card is put into a graveyard from anywhere other than the battlefield or a creature card leaves your graveyard, so Conrad the Grim deals 1 damage to each opponent. Das ist eine sehr, sehr coole Sache, einfach weil er spricht einfach in jeglicher Hinsicht davon, dass eine Kreatur in den Friedhof oder aus dem Friedhof herausgenommen wird und dadurch, dass wir sehr, sehr viele Kreaturen haben, die auch sterben durch unseren Core Vault, durch unsere Scourge Diva und so weiter und so fort, können wir extrem viel Damage schießen auf jeden, each opponent. Super geile Karte, kann man tatsächlich auch alleine als Commander spielen. Und für 2 Mana, each player puts the top card of the library into their graveyard. Und wie ihr wisst, sehr, sehr starke Sache, dass er dann auch erstmal Damage schießt für jede Kreatur, die in den Friedhof kommt. Dann haben wir Keeper of Fables. Da müssen wir mal gucken, dass das Licht hier auch ordentlich fällt, weil ich nutze gerade nur das Sonnenlicht hier, um das Ganze aufzunehmen. Keeper of Fables, 5 Mana, 2 grüne, 3 generische, ist eine Katze. Whenever 1 or more non-human creatures you control deal combat damage to a player, draw a card. Wir sehen hier also, das ist so ein bisschen ein anderer Plan, den dieses Deck verfolgt, möchte ich einfach mal sagen. Die ganzen anderen Karten richten sich jetzt hier eher so in die Richtung, hey, wir sacrificen
viele Kreaturen, haben dann immer nur so 2, 3 auf dem Board, die halt damit synergieren und funktionieren. Und sie sagt sich, hey, nee, ich greife jetzt mit meinem kompletten Zoo-Board an, mit meinen 6 Ratten, mit meinen 2, 3, 4, 5 Kreaturen, die ich auf dem Board habe und ziehe dann so viele Karten, die Damage to Play, die halt Schaden dann an einem Gegner gemacht haben. Nicht attacken, sondern Schaden gemacht haben. Kann man machen, muss man aber nicht. Savvy Hunter. Das war eine Zeit lang der Startbildschirm von MTG Arena. Finde ich ein extrem geiles Artwork einfach nur. Ist auch ein Warrior für 3 Mana. Whenever Savvy Hunter attacks or blocks, create a Food Token. Kann man auf jeden Fall machen. 3 Mana, 3/3. Wir können Food Tokens hier generieren und Karten ziehen. Super geile Sache. Golden Egg kennen wir natürlich auch alle. 2 Mana. Und Golden Egg enters the battlefield, draw a card. Sehr, sehr gute Sache für 2 Mana eine Karte zu ziehen. Und wir können noch ein Mana generieren für 1 Mana. Oder besser gesagt, eine Mana-Farbe umwandeln, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Oder uns 3 Leben machen für 2 Mana und tappen Witch's Oven. Natürlich brauchen wir auch ein paar Sack-Outlets hier mit am Start. Und dazu gehört Witch's Oven auf jeden Fall. 1 Mana kostet er, um ihn rauszuspielen. Und wir können tappen, Sacrifice a Creature, create a Food Token if the Sacrifice Creature's Toughness was 4 or greater. Create a Food Token instead, create 2 Food Tokens instead. Mal gucken, ob hier auch die Dinge auf jeden Fall mit drin ist. Die Katze wäre ja super stick einfach nur in diesem Deck, aber ich glaube tatsächlich, die ist ein bisschen zu stark. Arcane Signet. Der stärkste Mana-Rock eigentlich, den es momentan gibt. 2 Mana, tap, add 1 Mana of any color, your commander's color identity. Ist eine super starke Karte einfach nur. Also nicht umsonst geht die momentan für irgendwie 5 Euro oder sowas. Das ist halt richtig insane. Jeder möchte sie spielen, kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil diese Karte halt einfach wahnsinnig stark ist. Dann kommen wir zu Orzhov Enforcer, 2 Mana, Death Touch Afterlife. Wir wollen mit ihm in irgendeine große Kreatur reintraden, schießen dann einen Schaden mit der Scourge Diva, wollen ihn vielleicht in Core Vault reinsacken, schießen dann trotzdem einen Schaden mit der Scourge Diva, kriegen dann einen 1/1er Spirit mit dazu, was eine sehr, sehr coole Sache ist. Durch Afterlife und können vielleicht sogar noch, wenn er draußen liegt, irgendwas Gutes abtraden. Playcrafter ist auch so eine Sacrifice-Karte. When Playcrafter enters the battlefield, each player sacrifice a creature or planeswalker, each player who can't discard a card. Finde ich eine sehr starke Karte, spiele ich selber in fast jedem Commander, der schwarz spielt, einfach weil ihr irgendwelche schlechten Kreaturen tauschen könnt gegen Single-Targets, die euer Gegner auf dem Board vielleicht liegen hat, die irgendwie offen sind. Stellt euch einfach mal vor, euer Gegner spielt Sram oder sowas in die Richtung. Das ist ein Commander, der halt sehr, sehr viel nur um den Commander selbst herum spielt. Dann könnt ihr den Gegner einfach dazu zwingen, ihn zu sacrificen. Das Gute an Sacrifice ist halt nun mal, dass man da weder Indestructible noch sonst was irgendwie dagegen machen kann. So, okay, weiter geht es mit dem Vindicative Vampire. Es tut mir leid, wenn ich das manchmal nicht direkt lesen kann, nur mein Handy hat genau an der Stelle, wo momentan der Name ja immer ist, einen Sprung. Das ist ein bisschen uncool. 4 Mana, whenever another creature you control dies, Vindicative Vampire deals 1 damage to each opponent and you gain 1 life. Super starke Karte, gerade wenn wir wirklich viel wieder sacrificen. Kriegen wir hier wieder zusätzliches Leben und schießen auch noch Schaden. Ich glaube, wir können halt hier das Deck komplett eigentlich auf dieses Sacrifice plus Schadenschieß-Theme umbauen, wenn wir das wollen würden. Bloodsoaked Altar für 6 Mana, 2 schwarze, 4 generischen. Wir können ihn tappen, 2 Leben zahlen, eine Karte discarden und eine Kreatur Sacrifice, also opfern, und einen 5/5er schwarzen Dämonen-Kreaturen-Spielstein mit fliegend aufs Spielfeld bringen. Aber das Ganze geht nur in Sorcery Speed. Oder halt in unserem Main Phase, je nachdem. Only anytime you could cast a Sorcery, also ja, in den Main Phases halt. Goblin Crater Maker, 2 Mana, Goblin Warrior, für 1 Mana Sacrifice Goblin Crater Maker, choose 1, Goblin Crater Maker deals 2 damage to target creature oder destroy target colorless non-land permanent. Das ist ein sehr, sehr guter Artefakt-Removaler, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Die Frage ist halt, ist es wirklich wichtig? Im Commander würde ich jetzt sagen, nein, da wir da, ist es Blasphemous Act? Ich weiß gar nicht, ich glaube Blasphemous Act ist es hier, wo wir haben halt extrem viele Artifact-Removals, die wir nutzen können, und da ist so ein Single-Target-Artifact-Removal, braucht man da eigentlich nicht. Dadurch, dass aber Brawl wirklich im Standard spielt,
also wirklich nur Standardkarten nutzbar sind, ist es schon wichtig, da auch sowas mit reinzupacken, um vielleicht gerade sowas wie den Stein hier wie das Arcane Signet zu zerstören und dem Gegner Mana zu klauen. Was mir auffällt, das ist eigentlich das Arcane Signet ist halt einfach ein kannst du nochmal herkommen, bitte? Es ist halt einfach ein Command Tower auf einem Mana Rock. Das ist halt super sick einfach. Und dann auch noch für 2 Mana. Holy shit. Der Rapacious Dragon für 5 Mana, eine rotes, 4 generische, ist fliegend. Und wenn er aufs Spielfeld kommt, kriegen wir 2 Treasure Tokens. Ja, genau, Treasure Tokens. Sorry, da habe ich gerade jetzt Probleme gehabt, durch die Sonne das zu lesen, weil sie mich gerade ein bisschen blendet. Ich muss nachher gleich bei der nächsten Aufnahme erstmal ein bisschen den Roller runter machen. 3-3er ist er noch als Ding. Evolution Sage. Sehr, sehr starke Karte, wie ich finde. Proliferated immer, wenn ein Land ins Spiel kommt. Für 3 Mana, 3-2. Extrem geile Karte. Spiele ich auch schon 2 oder 3 Stück selber. Paradise Druid. Wir kriegen hier also noch ein bisschen Ramp mit dazu. 2 Mana. Hat Hexproof, solange er untapped ist. Und wir können ihn für 1 Mana of any color, also jeder Farbe, tappen. Sehr schöne Karte. Pollenbright Druid, 2 Mana, ist auch ein Elf-Druide. Wenn er aufs Spielfeld kommt, können wir 1 auswählen, und zwar put a 1/1 Counter on target creature oder proliferaten mal wieder. Wenn ich weiß, was proliferate ist, vielleicht noch ganz kurz als Erklärung. Choose any number of permanents and or players, then give each another counter of each kind already there. Sehr, sehr starke Karte also. Golgari Farmbroker, auch eine extrem coole Karte, habe ich sehr, sehr gerne damals auch in der Meta gespielt, als er wirklich aktiv drin war, als Golgari sehr, sehr stark war. Doppelgrün, doppelschwarz. When Golgari Farmbroker enters the battlefield, return target permanent card from your graveyard to your hand. Extrem geile Karte. Und wir haben natürlich noch ein bisschen Removal mit drin. Death Sprout, ein grünes, 2 schwarze und ein generisches, ist ein Instant Destroy Target Creature. Search your library for a basic land card, put it into the battlefield tab, then shuffle your library. Also wir haben hier Ramp und Removal. Thrashing Brontodon darf natürlich auch nicht fehlen. Für 3 Mana, 2 grüne, ein generisches, ist es ein 3/4 Creature, 3/4 Dude, der auf dem Spielfeld liegt, vielleicht einiges blocken kann. Also das ist halt insane einfach, was der für Stats hat für die Mana-Kosten. Und kann auch noch gesacrificed werden für ein zusätzliches Mana. Und damit zerstören wir ein Artifact or Enchantment. Deutlich, deutlich besser einfach als der andere Dude, auch wenn er ein bisschen mehr Mana kostet. Rhythm of the Wild. Extrem geile Karte, wird auch inzwischen in jedem Commander gespielt, in dem sie spielbar ist. Gerade wenn es ein bisschen ein aggressiver Commander ist. Rot-Grün, ein generisches Creature Spells you control can be countered. Extrem wichtig, einfach gegen Blau. Und Non-Token Creatures you control have a riot. Das heißt also, wenn sie ins Spiel kommen, dürfen wir auswählen, ob sie einen 1/1 Counter bekommen oder aber Haste. Weiter geht's mit Leyline Prowler. 3 Mana, grün, schwarz und ein generisches. Death Touch Lifelink at 1 Mana of any color. Können wir also hier auch für Mana tappen. Finde ich ganz interessant. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich ihn so gut finden würde. Und ein Mayhem Devil. Der darf natürlich auch nicht fehlen. 3 Mana, rot, schwarz und ein generisches. Whenever a player sacrifice, ich muss gucken, wo ich meine Hand gerade hin tue. Whenever a player sacrifice a permanent, Mayhem Devil deals 1 damage to any target. Sowas von eine extrem starke Karte, nur man kann es nicht anders sagen. Dadurch, dass wir so viel sacrificen, dadurch, dass wir wirklich so viele Sachen in unseren Friedhof packen, und es geht ja nur um Permanence, ist halt übelst geil, wir schießen so viel Schaden, das heißt, selbst wenn Leute irgendwelche Evolving Wilds oder besser gesagt Fatal Passages cracken, ist das hier halt einfach super, super nice auf dem Spielfeld zu haben. Eine Woodland Champion, 2 Mana, 2/2 Elf Scout, und whenever 1 or more tokens enters the battlefield under your control, put that many 1/1 counters on Woodland Champion. Eine interessante Karte, möchte ich jetzt einfach mal sagen, da sie im Commander auch mit Karten wie zum Beispiel Avenger of Zendikar gespielt werden kann, wo wir dann halt einfach mal kurz so 10 Tokens mit aufs Spielfeld packen können, und er kriegt dann +10/+10, was schon ziemlich geil ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Die Frage ist halt nur, lohnt sich das, ihn hier zu spielen? Wir haben jetzt nicht die krassen Token-Generator mit am Start, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, aber vielleicht kommen die ja noch. Wir haben hier Moldavine Reclamation. Für 5 Mana ist es ein Enchantment, ein grünes, ein schwarzes, 3 generische. Whenever a creature you control dies, you gain 1 life and draw a card. Absolut extrem geiles Ding einfach nur. Ich liebe diese Karte, gerade mit dem Card Draw und alles. Es gibt da noch eine Alternative dazu. Ich glaube, das genaue Gegenteil ist, die Karte hat Morbid.
Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, wenn eine Kreatur in einem Zug gestorben ist, dürfen wir dann ist Morbid aktiv und wir dürfen am Ende des Zuges, oder besser gesagt am Ende des Endsteps, ich weiß gerade gar nicht, wie genau das Wording ist, eine Karte ziehen. Und ich glaube, es kostet uns ein Leben. Ist aber trotzdem eine ziemlich geile Sache. Und das hier ist halt einfach das genaue Gegenteil. Wenn eine Kreatur, die wir kontrollieren, halt stirbt, bekommen wir ein Leben und ziehen noch eine zusätzliche Karte. Also die Karten sind halt super insane. Oh, Angrath ist auch noch drin. Captain of Chaos für 4 Mana, entweder schwarz-rot oder schwarz-rot. Creatures you control have menace, sehr, sehr schöne Sache. Und wir können Amass 2 nutzen hier an dieser Stelle. Und er hat 5 Loyalty, das ist eine gute Karte. Und dann haben wir hier jetzt noch eine Menge Swarms, eine Menge Mountains, 2 Mountains lustigerweise nur. Viele Forests, weil wir sehr, sehr viel Grün spielen. Wir haben Bloodfell Caves, das ist das Land, was tappt kommt und euch ein Leben gibt. Wir haben Cryptic Caves, gibt generisches Mana. Oder besser gesagt, colorless Mana, keine Ahnung, eigentlich generisches. Und wir können ein Mana und es tappen, sacrifice, draw a card, activate this ability only if you control 5 lands. Command Tower ist natürlich mit drin, Evolving Wilds ist ja natürlich mit drin, Golgari Guildgates sind alles Tapped Lands, die rauskommen. Hier ist nochmal ein Land, das uns Leben gibt, auch ein Leben gibt und noch ein Rakdos Guildgate und Discover More Magic. So, liebe Leute, das wird es also gewesen sein. Das ist das momentane Corald Fae-Cursed King Deck, wie man es kaufen kann im Local Game Shop eures Vertrauens. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu, zu diesem Brawl Deck in die Kommentare. Ich habe ja interessanterweise mich noch nicht so wirklich mit Brawl beschäftigt, weil ich weiß nicht, es ist halt meiner Meinung nach so, man kann nicht alles spielen. Besonders wenn es sowas ist wie Magic, weil es gibt so viele Formate und man kann sich nicht für jedes Format irgendwie ein Deck basteln. Ich habe schon wirklich für viele Formate irgendwelche Decks am Start. Ich habe jetzt schon 2 Modern Decks, ich habe sehr, sehr viele Commander, ich habe sogar jetzt momentan ein standardlegales Deck, das ich eigentlich gerne auch mal spielen würde, komme aber irgendwie durch zeitliche Limitierung, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, eigentlich nicht irgendwie in irgendwelche Local Games Shops, Stores, wie auch immer man das nennen möchte. Um an irgendwelchen Competitive-Turnieren oder sowas teilzunehmen. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass es MTG Arena gibt, dass ich dann halt einfach mal so zwischendrin ein bisschen daddeln kann. Und ansonsten spiele ich ja eigentlich nur mit meiner Playgroup. Deswegen ist Brawl für mich leider nicht so up-to-date. Dann eher doch wirklich Commander oder alternativ dazu wie heißt es nochmal hier, Oathbreaker. Falls ihr das Format nicht kennt, guckt doch einfach mal auf EDH-Rack, da gibt es einen extra Oathbreaker-Link. Das ist ein sehr, sehr schönes Format, macht extrem viel Spaß zu spielen. Und ja, ich hoffe, erstmal gegen die Kamera und ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Sagt mir doch einfach mal, was ihr wirklich hier vom Brawl haltet, falls ihr Brawl-Spieler seid oder vielleicht auch, falls ihr Brawl-Spieler seid, die schon Commander für sich entdeckt hatten vorher. Lasst es mich gerne wissen und ich wünsche euch dann allen einen wunderschönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.